Willkommen im Garten. Wenn der Frühling langsam spürbar wird, verändert sich auch die Stimmung rund um Haus und Garten. Die ersten Blüten zeigen sich, frisches Grün kehrt zurück. Und mit dem weicher werdenden Licht entsteht nach und nach eine besondere Ruhe. Gerade die Zeit vor Ostern ist schön, um diese Frühlingsstimmung mit kleinen natürlichen Ideen aufzugreifen. Es braucht oft gar nicht viel. Ein paar Zweige, etwas Moos, einige schlichte Materialien und einen liebevollen Blick für das, was schon da ist. In diesem Video gestalten wir natürliche Osterdeko für Garten, Terrasse und Haustür. Ruhig, schlicht und leicht umzusetzen. Für eine Osterzeit, die nicht laut wirkt, sondern warm, einladend und ganz nah am Frühling bleibt. Im Frühling verändert sich der Garten oft ganz leise. Noch ist nicht alles in voller Blüte. Noch wirkt manches zurückhaltend, fast still. Und doch ist schon spürbar, dass eine neue Zeit beginnt. Das Licht wird weicher, die Tage werden länger. Auf der Terrasse, am Hauseingang und zwischen den Beeten zeigen sich erste kleine Zeichen des Frühlings. Zarte Blüten öffnen sich, frische Zweige bringen Bewegung in den Garten. Und selbst dort, wo noch nicht viel wächst, entsteht langsam wieder Wärme und Leben. Gerade diese Zeit, kurz vor Ostern, hat eine ganz besondere Stimmung. Es braucht jetzt oft gar nicht viel, um diese Stimmung sichtbar zu machen. Ein paar natürliche Materialien, ein ruhiger Blick für das Schöne. Kleine, liebevolle Akzente reichen oft schon aus. So können Garten, Terrasse oder Hauseingang auf eine ganz stille Weise frühlingshaft und einladend wirken. Und genau darin liegt oft das Schönste an dieser Zeit. Nicht in der Fülle, sondern in den ersten feinen Veränderungen im Garten. Materialien aus Natur und Garten. Für natürliche Osterdeko braucht es oft gar nicht viel. Vieles von dem, was diese Zeit schön macht, ist bereits da. Im Garten, auf der Terrasse oder ganz in der Nähe des Hauses. Ein paar Zweige, etwas Moos, ein alter Korb oder schlichte Schalen. Dazu vielleicht erste Frühlingsblumen, zarte Blätter und einige wenige ausgewählte Osterakzente. Gerade natürliche Materialien bringen eine Ruhe mit. Sie wirken nicht aufgesetzt, nicht laut, sondern so, als würden sie ganz selbstverständlich zu dieser Jahreszeit gehören. Oft entsteht genau daraus eine Dekoration, die leicht und stimmig wirkt. Nicht, weil sie viel zeigt, sondern weil sie das Vorhandene sanft ergänzt. So wird aus einfachen Dingen etwas Schönes, etwas, das nicht perfekt sein muss, um Wärme, Natürlichkeit und Frühlingsstimmung zu vermitteln. Die Farbwelt festlegen. Bevor die einzelnen Dekorationen entstehen, lohnt sich ein kurzer Blick auf die Farben. Denn gerade bei natürlicher Osterdeko wirkt nicht die Menge am schönsten, sondern die Ruhe, die durch eine stimmige Farbwelt entsteht. Zartes Grün, warmes Beige, Weiß, Naturfarben. Vielleicht ein wenig helles Gelb durch erste Blüten. So erwacht der Garten zum Leben. Diese Farben wirken leicht und freundlich. Sie nehmen dem Garten nichts von seiner Natürlichkeit, sondern fügen sich behutsam in das ein, was ohnehin schon da ist. Gerade zu Ostern kann es schnell passieren, dass Dekoration zu bunt oder zu unruhig wirkt. Deshalb ist es oft schöner, sich bewusst auf wenige Farben zu beschränken. So entsteht ein Gesamtbild, das ruhig bleibt. Nicht verspielt um jeden Preis, sondern weich, frühlingshaft und einladend. Wenn sich Farben und Materialien wiederholen, wirkt später alles wie aus einem Guss. Der Kranz an der Tür, die Schale auf der Terrasse oder die kleinen Akzente im Garten gehören dann sichtbar zusammen. Und genau diese Zurückhaltung macht natürliche Osterdeko oft besonders schön. Ein Osterkranz ist oft einer der ersten kleinen Hingucker im Außenbereich. Noch bevor man den Garten ganz betritt, setzt er ein ruhiges Zeichen für den Frühling. An der Haustür, am Gartentor oder an einem Zaun wirkt er warm, einladend und freundlich. Ein paar biegsame Zweige, etwas Moos und nur wenige ausgewählte Details reichen oft schon aus. Vielleicht ein zartes Band, einige kleine Eier oder ein feiner Frühlingsakzent. Wichtig ist dabei vor allem, nicht zu viel hinzufügen zu wollen. Je ruhiger die Materialien wirken, desto natürlicher. Er soll nicht laut auffallen, sondern den Frühling auf eine sanfte Weise sichtbar machen. Gerade an der Haustür entsteht so ein sehr schöner erster Eindruck. Etwas Freundliches, etwas Helles, etwas, das schon beim Ankommen eine besondere Stimmung vermittelt. Nicht in der Größe oder im Aufwand, sondern in der stillen Wärme, die von ihm ausgeht.
Auch mit einer einfachen Schale lässt sich eine ruhige und sehr natürliche Osterdekoration gestalten. Gerade auf einem Tisch, einer Bank oder an einem geschützten Platz auf der Terrasse entsteht so ein kleiner Mittelpunkt, der den Frühling sanft sichtbar macht. Dafür braucht es oft nur wenige Elemente: etwas Moos, ein paar Zweige, vielleicht kleine Frühblüher. Dazu einige ausgewählte Osterdetails, die leicht wirken und sich harmonisch einfügen. Wichtig ist dabei vor allem die Zurückhaltung. Nicht alles muss gefüllt sein. Nicht jede freie Stelle braucht ein weiteres Detail. Oft wirkt eine Schale gerade dann besonders schön, wenn sie offen bleibt. So kann jedes einzelne Element wirken. Das frische Grün, die zarten Blüten, die natürliche Struktur von Moos, Zweigen und Erde. Mit wenigen Handgriffen entsteht daraus eine Dekoration, die ruhig, frühlingshaft und einladend wirkt. Nicht aufwendig oder überladen, sondern leicht und stimmig. Und genau das macht eine Frühlingsschale so besonders. Sie bringt Osterstimmung in den Außenbereich, ohne dem Frühling die Ruhe zu nehmen. Kleine Osteridee für den Hauseingang. Der Hauseingang ist oft der Ort, an dem schon mit wenigen Handgriffen eine ganz besondere Wirkung entsteht. Noch bevor man das Haus betritt, entsteht hier ein erster Eindruck. Und gerade im Frühling darf dieser Bereich freundlich, hell und einladend wirken. Oft braucht es dafür gar nicht viel. Ein paar schlichte Töpfe, ein Korb mit natürlichen Materialien, einige Zweige und erste Frühlingsblumen. Schon aus wenigen Elementen kann eine kleine Osterdekoration entstehen, die Ruhe ausstrahlt und gleichzeitig Wärme vermittelt. Besonders schön wirkt der Eingangsbereich, wenn alles leicht und natürlich bleibt. So können die Materialien für sich wirken. Vielleicht steht neben der Tür ein Topf mit frischem Grün, daneben eine kleine Schale mit Moos und feinen Osterdetails. Oder ein Korb, der den Frühling auf eine stille Weise aufgreift. Gerade diese kleinen Arrangements machen oft mehr aus als große Dekorationen. Sie verändern die Stimmung, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. So wird der Hauseingang zu einem Ort der Frühlingsruhe. Nicht jede Osterdekoration braucht viel Zeit. Gerade im Frühling entstehen oft die schönsten Dinge ganz spontan, mit dem, was gerade da ist. Ein kleiner Korb, etwas Moos, ein paar Zweige und vielleicht ein Frühlingsblüher reichen oft schon aus, um in kurzer Zeit etwas Schönes zu gestalten. Gerade solche Last-Minute-Ideen haben eine besondere Leichtigkeit. Sie wirken nicht perfekt geplant, sondern natürlich, lebendig und passend zu dieser Jahreszeit. Oft ist es genau diese Einfachheit, die eine Dekoration besonders stimmig macht, weil sie den Frühling nicht überlädt, sondern ihn nur sanft begleitet. So kann in wenigen Minuten ein kleiner Akzent entstehen, der Garten oder Hauseingang freundlicher und wärmer wirken lässt. Schöne Osterdeko muss nicht aufwendig sein. Sie beginnt oft mit wenigen natürlichen Dingen und der Bereitschaft, aus etwas Einfachem etwas Liebevolles entstehen zu lassen. Denn gerade im Frühling liegt die besondere Stimmung nicht im Überfluss, sondern in den kleinen Dingen, die sich langsam zeigen, im weichen Licht, in den ersten Blüten, in dem frischen Grün, das Schritt für Schritt zurückkehrt, und in den ruhigen Dekorationen, die diese Zeit sanft begleiten. So entsteht rund um Ostern eine Atmosphäre, die nicht künstlich wirkt, sondern natürlich gewachsen, leicht, warm und voller Frühlingsruhe. Vielleicht ist genau das Schönste an dieser Zeit, dass sie nicht viel verlangt, nur ein wenig Aufmerksamkeit, ein paar einfache Materialien und den Blick für das, was schon da ist. So wird aus kleinen Ideen eine stille Frühlingsstimmung, die Garten, Terrasse und Hauseingang auf eine ganz besondere Weise verbindet. Und genau darin liegt oft die schönste Osterdeko. Nicht im Auffallen, sondern im Gefühl, das bleibt. Mit wenigen natürlichen Materialien lässt sich rund um Ostern eine ganz besondere Stimmung im Garten schaffen. Oft braucht es nicht viel, damit Terrasse, Hauseingang oder Garten freundlich, frühlingshaft und einladend wirken. Einige einfache Details reichen oft schon aus, um diese Zeit auf eine ruhige und schöne Weise sichtbar zu machen. Gerade darin liegt oft das Schönste, nicht im Perfekten, nicht im Aufwendigen, sondern in den kleinen Dingen, die Wärme und Frühlingsruhe ausstrahlen. Danke, dass du heute im Garten dabei warst. Ich wünsche dir viel Freude beim Dekorieren, eine schöne Frühlingszeit und entspannte Ostertage.